Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Spielerauswahl-SBC mit Robin Gosens und wir schauen uns die beiden Karten auf jeden Fall im Detail mal an und vielleicht kann ich euch ja auch weiterhelfen, welche Version ihr davon vielleicht abschließen möchtet. Aktuell bezahlt ihr für den Spieler ca. 40.000 bis 45.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Okay, das ist eine Spielerauswahl-SBC, das heißt, wir können uns die Karte nur über den Dream Squad angucken. Wir gehen natürlich dann in die erste SBC rein und suchen nach dem guten Robin Gosens. So, dann haben wir hier ihn. Und hier sind die zwei Versionen. Es gibt einmal tatsächlich eine mit, ja, war eigentlich zu erwarten, mit einem höheren Dev-Wert und der andere ist dann etwas offensiver. Ja, im Detail sind es dann gegenüber seiner Dev-Karte 17 mehr Schießen bzw. 19 mehr Dev. Ja, spielt ihr vielleicht eine klassische oder eine Dreierkette und dann könnte sich vielleicht so ein Gosens auf der Position, der dann vielleicht, ja, den ihr dann in-game umstellt, als Linksverteidiger sehr, sehr lohnen. Er hat sehr gute Arbeitsraten als Linksverteidiger. Ihr könnt ihn natürlich auch off-cam mit 7 Chemie spielen. Das würde natürlich auch gehen, das beeinflusst ihn jetzt nicht so, aber grundsätzlich möchte man ja immer 10 Chemie auf den Karten haben. 3 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Dasselbe, hier ändert sich auch gar nichts wie bei Nkunku. Auch dort war die Passkarte deutlich besser und beliebter. Hier ist es, ja, die Tendenz geht eher zu der Dev-Variante. Ich denke mal, das ist auch ein sehr, sehr guter Box-to-Box-Spieler. So kann man ausprobieren. Er ist sehr schnell auf den ersten Blick und ich denke mal, mit den Dev-Werten gibt man da nochmal vielleicht einen Anchor drauf, vielleicht einen Guardian sogar, dann sieht er schon mega gut aus. Und für den Preis, ja, da kann man eigentlich nicht viel meckern. Schauen wir uns natürlich auch noch die Schusskarte an. Hier hat er natürlich das Problem, dass er nur 3 Sterne Skills hat und 3 Sterne schwacher Fuß. Nach vorne hin ist der Abschluss also, ja, etwas behäbig, beziehungsweise mit einem leichten Handicap benachteiligt. Ansonsten sehen die Stats natürlich durch das Boosting auf jeden Fall sehr gut aus. Plus 17 mehr Schießen, ein Abschluss 92, Weitschüsse, das ist alles in Ordnung. Auch viel Ausdauer. Wie sieht die Ausdauer bei dem anderen aus? Ja, auf jeden Fall ist gleich geblieben. Nur die Schuss- und die Verteidigungswerte, die ändern sich. Grundsätzlich, je nachdem, was ihr benötigt, könnt ihr die Karte nehmen, die offensivere Karte oder die defensivere Karte. Ich denke mal grundsätzlich aber ist eine defensive Karte bzw. die Box-to-Box-Spielerkarte interessanter und das ist genau die. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch die SBCs an und in der ersten SBC haben wir folgende Bedingungen. Serie A, mindestens einen Spieler Team of the Week, mindestens einen Spieler Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ganze 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen und dann könnt ihr das nicht mehr tun. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los, let's go. Und damit haben wir die erste SBC abgeschlossen. Kostenpunkt für die erste SBC liegt bei so circa 21.000 Coins. Es gibt auch ein paar kleinere Packs zurück, aber dafür machen wir es natürlich nicht. Die haben keinen besonderen Wert. Hier haben wir in der ersten SBC ein Gemischt-Spieler-Pack und in der zweiten ein Premium-Gemischt-Spieler-Pack. Ja, nimmt man gerne mit. Packs sind auch tradable, das heißt, ihr könnt jeden Spieler zu Coins machen, wenn ihr das wollt. In der zweiten SBC, Länderspiel, ja,
ja, Nominierter. So, jetzt haben wir es richtig. Auf jeden Fall zur Europameisterschaft war er auf jeden Fall gewesen und hat sich ja auch mit einer sehr, sehr guten Leistung präsentiert. Deutschland, also er selber, nicht die Mannschaft selber. Ja, dafür hatten wir einige Probleme. Gut, jetzt schweife ich ab. Wie gesagt, wir gehen die Bedingungen hier einmal durch. Deutschland mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und hier gehen wir ein letztes Mal gemeinsam durch. Let's go! Und damit haben wir auch die zweite und letzte SBC gelöst und Robin Gosens gehört nun euch, je nachdem welche Variante ihr aus der Rulebreaker-Version dann entscheidet. Das liegt natürlich bei euch, aber sie gehört an euch. Für diese SBC zahlen wir noch so circa 22.000 Coins und das soll es gewesen sein. Ich mache selber diese SBC auch. Ich nehme die defensive Variante mit, einfach ja, das hat den Grund, preislich gesehen haben wir hier auf jeden Fall, ich denke mal, einen fairen Deal mit ca. 40.000 bis 45.000 Coins. Ist eine Karte, die Box-to-Box sehr, sehr gut spielbar ist, aufgrund natürlich des hohen Tempos. Und Robin Gosens, vielleicht mache ich mir mal eine Team Deutschland Mannschaft und dann darf er natürlich auch nicht fehlen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch helfen konnte. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt, indem ihr das Video bewertet und mir vielleicht einen Kommentar da lasst, ob ihr diese Karte macht oder vielleicht habt ihr schon Feedback gesammelt und könnt vielleicht anderen weiterhelfen, diese SBC vielleicht abzuschließen oder es vielleicht einfach besser sein zu lassen. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.